Hi guys, it's me. Today I'll show you what I do with the paper bag here. I have tons of them. I don't know, I bought them years ago, not really sure what to do with them. I started to wrap gifts in them, and then at some stage I stopped doing that, and yeah, so I have them laying around. Now they need to be used up. And I made actually a card with this paper bag because I quite like the idea to have this a card with a little bag on it where you can put little goodies in. So it's the card with a gift inside, gift cards, whatever, little things, flat things, definitely nothing bulky. I cut the top a bit. I rounded the edges just to have a nice flap, and or to build a nice flap and put some gesso on top, and over that I worked my way through with oxide inks in vintage photo. So just starting with the stamping here and using a lot of different stamps, just a bit in the vintage style. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, wie ich diese Tüte auf einer Karte benutze. Und zwar habe ich haufenweise von diesen Tüten. Die habe ich mir mal gekauft. Die gab es dann nur in so einer 100-Packung oder so. Ich weiß nicht, wie viele drin sind. Massenhaft, weil ich mal was packen wollte damit. Und ja, jetzt liegen die rum schon seit Jahren. Und da habe ich mir gedacht, benutze ich die doch mal hier für meine Karten. Das ist ganz gut. Man kann da 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Karte mit einem kleinen Geschenk, so Kleinigkeiten, was nicht gerade so dick ist, so flache Sachen, Geschenkkarten, was auch immer. Fand ich ganz interessant. So, ich habe die oben dann erstmal ein bisschen rund geschnitten, einfach um so eine schöne Lasche zu bekommen, und habe Gesso drüber gearbeitet mit einem trockenen Pinsel und dann mit Oxide in Vintage-Foto drüber verblendet. So, und hier habe ich jetzt ganz verschiedene Stempel genommen und habe angefangen auch mit Vintage-Foto zu stempeln, aber dann bin ich übergegangen zu dem Archival Ink in Braun, weil das einfach ein bisschen dunkler war und ein bisschen besser zu sehen ist. Das ist natürlich schön, eben zwei verschiedene Brauntöne zu haben, einen leichteren und einen dunkleren, das ist nicht schlecht. So, das wird jetzt einer meiner Toppes, und zwar ist das so eine 3D Folder, und den bearbeite ich dann auch noch mit Distress Ink. Ihr könnt ja da schon mal auf der linken Seite diesen Ausschnitt, dieses Mädchen sehen. Das wollte ich erst benutzen, habe ich dann aber nicht. Also ignoriert das. Und das ist noch eine Stanze mit diesen Zahnrädern, die ich auch noch benutze. I use this 3D folder, embossing folder here. That will be a topper. And I work on top with it with the oxides and put it on, spray it on top and let it run, instead of having it blended. That it runs into the creases so I will use the vintage photo here and peacock feathers. And you saw this little girl, this vintage looking girl I cut out. Initially I wanted to use it, but I didn't, so just ignore it. So this is of course a process that takes time, because I always clean it, dry it in between, and put another color on and let it run. It's not better, or you can define it much better in this way when you dry it in between. So, ich habe dann hier die verschiedenen Oxide, wie ich vorher schon gesagt habe, benutzt, und zwar derbe ich die auf und dann sprühe ich Wasser drüber. Das mache ich ganz gerne, oftmals lieber als verblenden, gerade hier in dem Bereich. Das läuft dann einfach schöner in diese ganzen Kanten und Ecken. Und ich trockne das jedes Mal, so dass ich also auch wirklich nur diese definierte Seite, die ich gerade besprühe, bewegen kann. Das ist ganz gut. So, das wird jetzt mein Hintergrund. Und da nehme ich auch wieder nur Kraftkarte, Gesso und auch das Oxide oben drauf, und dann versprühe ich das wieder nur und verblende gar nichts, lasse das einfach nur laufen, wie es will, und lasse das dann so trocknen. Here in the background it's craft card again with gesso, and
then I dab the oxides on top and spray water. I'm not blending it in no way. I just put water on top and tilt it around a bit and let it dry. Quite preferred in this way. So, and what I wanted to use here is one of my neon color backgrounds I had laying around here. You can see this die cut I have there with a flower. I thought I wanted to use it, but I didn't. It didn't speak to me, actually. That was the only reason. And but first of all, I prepare this button for the flap as a closure. It's not really closing it, but it should look like that. I will use a magnet for that. I glued it here already down, but I then remembered, I wanted to use a magnet, so I have to put it under it. Ich habe dann hier für den Verschluss ein Magnet benutzt. Hat schon fast vergessen, hat schon zugeklebt, aber dann ist mir dann noch eingefallen, oh, Magnet muss noch da drunter. So, und dann kommt hier oben dann das Gegenstück hin und da drauf dann dieser Knopf, ist ja kein Knopf, aber der Verschluss, den ich gerade gemacht habe. Und hier diese Blumen seht ihr, und dann kommt noch oben drauf hier so ein Zahnrad. So. Und die Blumen seht ihr, die liegen da drauf, die benutze ich nicht. Wollte ich erst, aber die waren mir zu unspektakulär irgendwie. Ja, ich habe mich dann für einen Schmetterling, wie ihr seht, entschieden. You know, I put some of the gears on top of this button, as you can see, and that's it. So, and here I decided to use a butterfly, and I really like that much better. And I have this Tim Holtz butterfly, and they have the solid part and then the filigrane part. So I use them both, but the filigrane part I cut out in cardstock. And my initial thought was putting it on top, but then I thought, no, it covers too much of this really bright neo color, so that's why I put it next to it. Ich habe dann hier, das sind die Tim Holtz Schmetterlinge, die gibt es ja einmal in diesem soliden Part und dann eben diesen filigranen Part. Und ich hatte eigentlich die Idee, das aufeinander zu kleben, aber als ich das dann gesehen habe, das verdeckt einfach zu viel von diesem Neon-Color Farben, die ich ja eigentlich, das sollte mein fokaler oder mein Fokus sein und auf dieser Karte. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, das daneben zu kleben, werdet ihr dann sehen. Jetzt baue ich erstmal die ganze Karte zusammen, bevor ich die Schmetterlinge dann draufklebe. Und während der Zeit überlege ich mir dann immer schon, wie ich dann ja am besten weiterarbeite. Und da hatte ich mich schon entschieden, der Schmetterling wird nicht verdeckt. Aber ich wollte eben auch den Kraftkarten, den Karton wollte ich benutzen. Deswegen ja, habe ich gedacht, dann daneben. Okay, so now I glue everything together, and while doing that, I already thought about the butterfly, that I didn't want to cover it. But then I thought it is pretty textured, you know. It has this, it's not only cut-in, it's texture as well. And to bring that out, I use gesso. Often I do that with Gildan wax, but in this way, this vintagey, distressy way, I think with a gesso it looks so much more distressed and much better. So ich habe dann dieser Butterfly Schmetterling, der hat natürlich, ist nicht nur zum Ausschneiden, sondern der macht auch so eine schöne Textur. Das wollte ich hervorbringen. Normalerweise mache ich das ganz gerne mit Gilding Wax, aber in dem Fall wollte ich eben diesen Distress-Look behalten und habe mich dann für Gesso entschieden. Und das funktioniert immer ganz gut mit dem Brayer. So, das war's dann schon. Ihr Lieben, das Close-Up kommt jetzt. Guys, this is a close-up already. I hope, yeah, you like it. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. And yeah, I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. So, bye-bye and stay creative. Bye. Ihr Lieben, das ist jetzt das Close-Up, wie gesagt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen.
Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin sage ich Tschüssi, habt eine schöne Zeit und vor allen Dingen bleibt kreativ. Also bis dann, ciao!